Hallo meine allerlieben Hexen und Hexer. Wir wollen uns heute mit der zweiten CTF ever von Hack the Box hier auf meinem Kanal beschäftigen, und zwar mit der CTF oder mit der Box Blue. Blue ist ein First Time für mich, denn ich habe in meinem Leben davor noch nie eine Windows-Maschine versucht zu penetrieren, und deswegen, ja, werdet ihr mich versagen sehen. Das ist einfach so. Am Anfang lief es gut, okay. Ich habe das Ganze jetzt schon aufgenommen und am Ende ist dann so gebröckelt, okay. Da wo das Windows-Wissen dann wichtig wird. Denn ja, ich benutze eigentlich so gut ich kann niemals Windows, und das hat sich jetzt hier geändert. Das Ganze ist auf eurem Mist gewachsen übrigens, denn ihr habt mir gesagt, ey, wir wollen dich versagen sehen, mach mal bitte Windows. Und ich so, ja, okay, I guess. Ja, allerdings habt ihr mir gesagt, ihr hättet ganz gerne die Maschine Legacy gesehen. Die habe ich nicht gemacht, denn ich habe mich mit den Leuten von Hack the Box unterhalten und die meinten, ja, Legacy ist nicht so geil, mach lieber die, die und die. Und dementsprechend habe ich jetzt 3 Windows-Maschinen auf meinem To-Do, die wir natürlich alle der Reihe nach angehen. Ich habe mit der leichtesten angefangen. Nächstes Mal kommt Medium und die danach ist, glaube ich, schon eher so in Richtung schweren Bereich oder Medium schwer oder sowas. Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ihr habt gerade gehört, ich habe mich mit den Leuten von Hack the Box unterhalten. Hier unten steht auch irgendwas von wegen, ich wurde bezahlt für dieses Video. Das möchte ich kurz ein bisschen erläutern. Ihr seht es auch an meinem Pullover. Ich werde nicht direkt bezahlt von Hack the Box, sondern es geht mir eher darum, geilen Content für euch zu liefern. Das bedeutet, es geht mir darum, euch wirklich sehr, sehr coole Sachen zu zeigen, eben wie zum Beispiel diese Maschinen, die ich hier machen darf und die ihr natürlich auch machen dürft. Also ihr dürft die auch zeigen oder sowas. Allerdings eben nur mit VIP ist das möglich, und den habe ich gratis bekommen. Das muss man so einfach dazu sagen. Aber es geht mir vor allem um das, was wir noch vorhaben, denn ich habe mit den Leuten nochmal geredet, mit den 3, um genau zu sein, mit denen ich in Kontakt stehe bei Hack the Box, und wir haben wirklich geile Sachen vor. Also ja, ihr dürft euch auf was freuen, aber es dauert noch, denn es dauert auch bei denen ein bisschen und so weiter und so fort. So, hier natürlich nochmal der Disclaimer, der super, super wichtig ist. Und ja, es geht darum, Maschinen zu hacken, so wie das echte Hacker machen würden. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt für die IT-Security. Ich muss das hier ganz kurz erklären, das ist auch konform mit den YouTube-Richtlinien hier soweit. Und zwar geht es darum, wie Hacker vorgehen würden, wie aber auch Pentester, die von Unternehmen beauftragt werden, vorgehen würden. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel von einem Unternehmen wie Hack the Box einen Auftrag bekommen, hey, hacke mal bitte diese Box, in dem Fall Blue, oder hack mal diese virtuelle Maschine oder was auch immer. Und ihr versucht es dann mit denselben Mitteln, die ein bösartiger Hacker machen würde, aber ihr habt die Erlaubnis, dadurch ist das Ganze legal. Und erst dadurch kann auch wirklich der Hersteller, also zum Beispiel Hack the Box, hergehen und sagen, hey, da ist eine Schwachstelle, wir müssen die reparieren. Das ist super, super wichtig, denn wenn man sowas nicht hat, dann kommen irgendwelche bösartigen Hacker und man ist völlig unvorbereitet. Das heißt, in jede gute IT-Security heutzutage in einem Unternehmen gehört ein solcher White-Hat-Hacker oder Pentester. Das, was wir hier machen auf diesem Kanal, gehört da immer dazu. Und dementsprechend muss ich natürlich hier auch sagen, ihr dürft das Ganze bei Hack the Box anwenden, selbstverständlich, aber ihr dürft dieses Wissen auf gar keinen Fall anwenden, wenn ihr nicht einen Auftrag dafür habt. Und bei Hack the Box habt ihr, wie gesagt, einen Auftrag, deswegen ist es eine super Plattform zum Üben. So, und jetzt lasst uns endlich loslegen, und wie immer schreibt mir euer Feedback, denn ich versuche das Ganze hier immer und immer mehr zu verbessern, und ja, das wisst ihr wohin damit, ne? Gut, viel Spaß! Okay, lasst uns anfangen. Wie schon erwähnt, ist Blue eine Windows-Maschine. Das bedeutet, das ist meine allererste Windows-Maschine überhaupt, die ich auf Hack the Box probiere. Also ich habe das auch privat nie wirklich probiert, und ja, Windows war mir bisher immer ein bisschen suspekt. Das heißt, seid gnädig mit mir, okay? Wir werden dieses Mal auch als erstes, wie auch schon erwähnt, Kali verwenden. Das heißt, lasst uns erstmal kurz Kali starten, und das sieht dann ungefähr so aus. Das ist tatsächlich das, was ich hier habe. Jetzt habe ich hier schon eine Datei, und zwar morpheustots.ovpn. Also das ist quasi eine Datei, mit der ich über OpenVPN connecten kann. Diese Datei werden wir jetzt erstmal zusammen erstellen. Ich darf euch natürlich den Inhalt dieser Datei nicht zeigen, weil sonst könntet ihr euch als ich ausgeben und damit natürlich auch anmelden bei Hack the Box. Das wäre ein bisschen schwierig. Ihr bekommt diese Datei natürlich nicht, indem ihr sie selber schreibt, sondern indem ihr hier quasi auf Hack the Box euch das Ganze runterladet. Das bedeutet, wir gehen hier als allererstes mal unter Access, also bei den Labs unter Access, auf dieses Ding hier. Und hier könnt ihr euch dann aussuchen, welchen OpenVPN-Server ihr verwendet. Hier seht ihr auch, ob ihr ihn gerade benutzt übrigens, also ob es funktioniert hat. So, und hier, ja,
im Endeffekt braucht ihr es nur einmal kurz runterzuladen. Das heißt, wir wechseln hier natürlich auf den Dedicated VIP, switchen hier natürlich auf EU, also wenn ihr in Amerika seid, dann natürlich US, oder wenn Amerika schneller für euch ist, dann US, aber ansonsten bitte EU. Mit Free könnt ihr die gratis, also die aktuellen Maschinen gerade machen, und mit Release und Dedicated VIP könnt ihr natürlich dann darüber gehen. So, hier könnt ihr immer neu generieren, das heißt, ich dürfte es euch jetzt technisch gesehen auch zeigen und dann einfach neu generieren, aber ihr könnt euch auch einfach hier das ganze Ding runterladen. Das heißt, ihr bekommt hier euren Connection Pack, und dieser Connection Pack ist tatsächlich einfach nichts weiter. Übrigens beachtet hier auch den Port 1337. Der Connection Pack ist im Endeffekt nichts weiter als, ja, diese OpenVPN-Datei, die wir hier bei Kali Linux auch schon drin haben. Das heißt, wir wechseln die nochmal her. Ihr müsst natürlich diese OpenVPN-Datei hier haben, und dann steht eigentlich auch schon soweit alles dabei, was ihr tun müsst. Das heißt, wir öffnen hier einfach mal, beziehungsweise lassen uns die beiden nochmal zumachen hier. Wir haben diese OpenVPN-Datei und wir gehen hier mal ins Terminal, öffnen das hier, und ja, es leckt gerade ein bisschen, sorry dafür, aber ich denke, das geht trotzdem. Also wir sind hier in einer virtuellen Maschine, das heißt, ich habe nicht die komplette Leistung, und im Hintergrund rechnet gerade noch was. Ja, genau, wir haben hier OpenVPN und dann einfach den Dateinamen. Lasst mich den nochmal ein bisschen kleiner ziehen hier. Dann können wir hier einfach morpheus.openvpn machen. So, jetzt haben wir einen Fehler. Dieser Fehler, den werdet ihr höchstwahrscheinlich auch bekommen, und zwar Exiting due to fatal error. Operation not permitted. So, warum ist das so? Naja, ganz einfach. Ich muss das Ganze als Administrator ausführen. Das heißt sudo. Und dann natürlich hier das Ganze. Ihr könnt auch sudo Ausrufezeichen machen, ist klar. Aber ja, genau. Wir machen das hier als Administrator. Euer Passwort sollte Kali sein. Und dann sehen wir hier Initialization Sequence Completed. Damit solltet ihr das Zeichen haben, dass das auch wirklich funktioniert hat. Auf Hack the Box sieht das Ganze dann, wenn ihr aktualisiert, so aus. Das heißt, ihr seid hier connected und ihr habt hier diesen wunderschönen Haken drin. Perfekt. Und das heißt, ihr könnt jetzt hier tatsächlich loslegen. Ihr habt, wenn ihr VIP habt, einen dedizierten Server tatsächlich, und damit könnt ihr hier die Maschinen machen. Bitte beachtet, ich darf euch natürlich wie immer nur Legacy-Maschinen zeigen und dementsprechend natürlich auch Maschinen, also nicht Legacy-Maschinen, sondern Maschinen, die retired sind. Das bedeutet Maschinen, die nicht mehr aktiv Punkte geben, und deswegen machen wir hier natürlich die Maschine Blue, die wie gesagt aktiv keine Punkte mehr gibt und eher im leichteren Feld ist. Ich glaube, das kriege ich sogar mit meinen Windows-Kenntnissen vielleicht hin. Wir werden sehen. Okay, so. Jetzt müssen wir natürlich noch Blue starten. Dazu gehen wir mal ganz kurz hier nochmal. Achso, ich möchte euch sowieso gerade noch was kurz zeigen. Und zwar, unter alle Maschinen haben wir hier die To-Dos. Ja? Das sind so die Maschinen, die ich jetzt mir als nächstes rausgesucht habe. Falls ihr Bock habt, hier zu sagen, ey, yo, ich mache jetzt genau die Maschinen, die du dann demnächst zeigst. Mal gucken, ob ich es vor dir schaffe. Wahrscheinlich werden wir, also das sind die Maschinen, die mir die Leute von Hack the Box direkt empfohlen haben. Einmal Blue, Active und Forest. Das sind so die drei Maschinen, die ich mir jetzt wahrscheinlich so als nächstes schnappen werde. Und die sind tatsächlich eher neuere Maschinen, also nicht so alte Schinken wie hier zum Beispiel Lame, aber eben, ja, ziemlich coole Maschinen. So, wir müssen natürlich wie immer hier starten, und damit haben wir hier Spawning. Dauert ein bisschen, bis die da ist, aber dann haben wir unsere IP-Adresse, und dann müssten wir die eigentlich auch soweit mal anpingen können. Okay, wir gucken mal. Kali brauche ich eigentlich noch nicht wieder starten, bevor ich die IP hier nicht habe. Mein Aufnahmeprogramm kann ich pausieren. Okay, Maschine ist da. Und dann haben wir hier die 10, 129, 118, 210. Das kopieren wir uns. Natürlich rufe ich das mit meinem Telefon an, das ist doch ganz klar. So, das brauchen wir nicht. Das muss aber offen bleiben. Also macht das nicht zu. Wenn ihr das Ding zumacht, ist eure VPN-Verbindung weg, okay? Das heißt, ihr dürft das nicht wegmachen. So. Übrigens, für die Leute, die sich gerade fragen, warum mein Kali vielleicht anders aussieht wie bei Ihnen, ich habe mir die KDE-Version, also KDE, ja, das ist eine Oberfläche, habe ich mir installiert, weil ich KDE deutlich mehr mag als XFCE, und ich glaube, das ist der Standard bei Kali dabei. So, pingen wir doch einfach mal unsere Maschine an. Ja, und wir bekommen eine Antwort von unserer Maschine. Wunderbar. So, das heißt, wir haben schon mal alles soweit richtig aufgesetzt, denn ansonsten, also wenn das jetzt hier keinen Ping zurückgegeben hat, dann seid ihr nicht im selben Netzwerk. Die IP-Adresse 10.129.118.210 ist nur für euer internes Netzwerk, das heißt nur für euer lokales Netzwerk bestimmt.
Und mit OpenVPN, also mit einem VPN, kommt ihr quasi in das Netzwerk von Hack the Box jetzt hier rein. Das heißt, ihr könnt hier Dinge tun. Okay? So. Okay, next ist natürlich hier, wir wollen einen Nmap-Scan durchführen. Sollte klar sein. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal ein sudo, wobei, nicht su. Also wir machen Nmap-Scan und wir wollen, was wollen wir denn machen? Wir wollen alles. SV, SS und nein, das hat nichts mit Nazis zu tun. Was wollen wir noch machen? Warte, lass mich nochmal ganz kurz vielleicht die Nmap-Hilfe aufmachen. Übrigens, es gibt natürlich auch einen Kurs zu Nmap von Hack the Box auf der Academy. Und bei mir kriegt ihr den, wenn ich meine neuen, meine ganzen Probleme gelöst habe, die ich mit YouTube habe. Okay, also wir wollen hier, so, Lex. Warum? Ich brauche mehr Rechenleistung. Okay, lasst mich das Ganze hier mal kurz pausieren, bis meine Berechnung im Hintergrund ist. Es rendert gerade noch ein Video, das muss ich auf jeden Fall vorher beenden. So, jetzt hat sich mein Rechner auch wieder ein bisschen beruhigt. Das ist übrigens das Video, was ihr im besten Fall gestern gesehen habt über Python und Tor und so. Vielleicht muss ich das auch umswitchen, das werden wir sehen. Aber ja, im Normalfall habt ihr es gesehen. Okay, gut, was haben wir hier? Also wir haben ja hier auf jeden Fall mal sehr, sehr viele Dinge, die man machen kann. Und ich will hier gar nicht durch alle durchgehen. Das ist, wie gesagt, eine eigene Tutorial-Reihe, die ich eventuell auch mal gerne machen möchte. Deswegen schreibt mir ganz gerne, ob ihr sowas auch sucht. Aber was wir hier haben, ist vor allem Folgendes. Ich kann hier als allererstes mal Host Discovery machen. Das heißt, ich kann mal gucken, was einfach nur da ist. Also einfach nur das Ganze mal testen. Ich kann hier aber auch vor allem einen TCP Syn Connect Scan machen und der ist normalerweise besser. Deswegen mache ich normalerweise diesen SS-Scan und ich mache normalerweise auch ganz gerne den SV-Scan, der im Endeffekt nach Versionen von den verschiedenen Dingern sucht. Das bedeutet, was ich jetzt hier machen werde, natürlich hier verschiedene Ports dann, aber in unserem Fall ist, glaube ich, der Standardport oder halt die Standardports sind hier völlig ausreichend. So, was wir hier machen, ist also, wir sagen hier sudo nmap minus den Versionsscan, minus s den normalen TCP-Syn-Scan und dann wollen wir, achso, die IP-Adresse, shit, die hier. Und da hat mir übrigens letztes Mal jemand was sehr, sehr Schönes gesagt, was ich hier machen soll. Das werden wir gleich machen. So, Versionsscan. Dann können wir das eigentlich schon direkt laufen lassen. So, Kali. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern. Ja, wobei, also ich glaube, für das bisschen hier, was wir hier machen, brauchen wir das noch nicht. Irgendwann später, wenn die Maschinen wieder wenn die Maschinen mal größer werden, ich glaube, das hier, dadurch, dass es eine einfache Maschine ist, ist nicht so riesig. Aber wenn die Maschinen größer werden, könnte man diese IP-Adresse hier auch exportieren, sodass es eine Umgebungsvariable für unsere Maschine wird. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Okay, das wird dauern. Ja, übrigens eine Sache, die ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, während der Scan läuft. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder sowas habt, dann dürft ihr mir die, wie gesagt, auch immer gerne schreiben. Ich habe folgende Idee in meinem Kopf und da dürft ihr mir jetzt auch gerne mal Feedback geben. Ich würde das eventuell auch mal livestreamen und würde mich dafür interessieren, ob das vielleicht besser wäre oder ob ich es eher als Video machen soll. Das ist hier meine Frage an euch. Also man müsste dann irgendwie so überlegen, was genau man streamt und was genau man dann als Video macht, weil ich muss natürlich da immer auch vorsichtig sein, gerade was YouTube-Richtlinien oder sowas angeht, weil ich in einem Stream nicht davon ausgehen kann, dass die Leute die ersten paar Sekunden gesehen haben. Und auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht auch zu den einzelnen Metasploit-Modulen mal was im Detail machen soll, die wir hier verwendet haben. Das heißt, das wäre dann natürlich nicht auf YouTube, sondern auf einer anderen Plattform. Wie gesagt, da bin ich dran. Das kommt hoffentlich bald. Wir sind Richtung Ende, okay? Geduldet euch noch ein bisschen. So, okay, was wir hier haben, ist offensichtlich ziemlich viele Ports ganz weit hinten. 49.152 bis 57, was zur Hölle. Harris PC, OS, Windows. Und machen wir das mal ein bisschen so. Und wir haben das hier offen. Das ist gut. Das ist, falls ihr euch an letztes Mal erinnert, das ist Samba. Und da habe ich schon so meine kleinen Ideen. Ja? Und zwar dadurch, dass wir ja hier eine Maschine haben, die sich, falls ihr euch erinnert, Blue nennt, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das was mit Eternal Blue zu tun hat, aber ich bin natürlich nicht sicher.
Lass uns das vielleicht mal ganz kurz untersuchen. Ich meine, Nmap hat hier auch ein praktisches Skript dafür. Nmap minus Script. Und ich meine, das Script Wuln müsste das sogar können. Und hier habe ich hoffentlich noch meine IP-Adresse drin. Perfekt. So. Was Wuln im Endeffekt macht, ist, es sollte auf Schwachstellen testen, die hier hoffentlich drin sind. Okay, den Teil werde ich rausschneiden müssen für meinen Record hier. Und ja, wir sehen hier auch schon tatsächlich, dass wir eine Vulnerability haben. Das heißt, wir haben hier eine sogar recht schlimme, also Risikofaktor ist hoch, Schwachstelle, und zwar in, ja, gut, ich hatte recht, in Critical Remote Code Execution Vulnerability exists in Microsoft SMB v1. Und ja, das ist im Endeffekt Eternal Blue, wie ich es mir schon dachte. Und das sollte, ja, hier genau, sogar zu WannaCry, will ich kurz noch mal ganz kurz was sagen, wer es nicht mitbekommen hat. WannaCry, also diese Lücke hier, ist super, super berühmt. Deswegen kann man da sehr, sehr viel mitmachen. Und die wurde von der NSA damals gefunden, aber nicht veröffentlicht. Dann von den Shadow Brokern wurde die NSA gehackt sozusagen. Dann kam ein Leak von den Shadow Brokern auf GitHub und dann kannten alle am Ende diese Schwachstelle. Das war ziemlich interessant. Daraus hat sich dann WannaCry entwickelt, und WannaCry ist, glaube ich, den meisten ein Begriff. Das war eine der ersten größeren Ransomwares. Das heißt auf jeden Fall eine Schwachstelle, die es so zu vermeiden gilt. Und ja, man sieht hier auch übrigens, wie sie genannt wird, MS-17-010 bzw. MS-17010. Die 17 kommt von der Jahreszahl und die 010, keine Ahnung. Genau, ich glaube, die haben da auch immer so ein bisschen eine Nummerierung intern. Wir sehen hier übrigens auch noch, was noch alles passieren könnte. Das heißt, wir haben hier einmal MS-10-054 ist false und MS-10-061 NT Status Object Name Not Found. Also ich nehme an, dass die einfach auch rausfällt. Gut, und ja, das Ganze dauert ein bisschen, das ist normal. Aber genau, damit können wir eigentlich schon zur MSF Console wechseln. MSF Console, vielen Dank. Und haben eigentlich schon mal alles, was wir dafür brauchen. Wie gesagt, falls, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Teil auch rausschneiden soll. Ich rede einfach immer und dann weiß ich nicht mehr, ob ich es schneide oder nicht schneide. Ich habe mir überlegt, ob ich wirklich zu den einzelnen Metasploit-Modulen vielleicht nochmal was Genaues mache oder auch zu den einzelnen Nmap-Modulen vielleicht. Das wäre dann ein bisschen so ein tieferer Kurs, wie diese Module wirklich im Detail funktionieren. Also ich meine, hier benutzen wir einfach Nmap, beziehungsweise, ja doch Nmap auch, aber Metasploit auch, und hoffen, dass das Ding einfach funktioniert sozusagen. Und dazu muss man nicht allzu viel wissen, aber ich glaube, es wäre auch ganz cool, wenn man da ein bisschen Detailwissen hat, wie diese Exploits tatsächlich funktionieren. Dann würden allerdings diese ganzen Boxen hier nicht mehr realistisch werden, denn in der Praxis würde ich niemals das Ding hier selber exploiten, wenn ich es bei Metasploit irgendwie finde. Es wird Maschinen geben, da bin ich mir sicher, da wird Metasploit kein Modul für haben, aber in den meisten Fällen wird man hier Metasploit schon verwenden, und natürlich in der Praxis würde man das auch verwenden, weil es einfach den Workflow stark verschnellert, ja. Und je schneller man ist, desto schneller ist man gegenüber den anderen, die vielleicht am selben System testen, und man hat bessere Chancen. Also ich glaube, ihr versteht. Okay, also als allererstes. Okay, das war gerade irgendwie weird. Ich war aus Versehen auf meinem Aufnahmefenster. Irgendwie hatte ich keinen Fokus hier drauf und habe dann aus Versehen die Aufnahme beendet mit einem Hotkey. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Aber okay, ja, lasst uns hier mal anfangen. Und zwar, wir wollen ja. So, jetzt sollte das hoffentlich gehen. Ja, jetzt kann ich tippen. Sehr gut. Sorry, ihr kriegt wirklich jetzt alles mit. Okay. Und zwar, wir brauchen MS17 minus. Sekunde. 17 minus 010. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach, grr. Numpad, bleib an. Danke. So. Da haben wir. Ui, gleich mehrere. Eternal Romance. Ah, ruhig schön. Dann SMB RCE Detection. Die Detection haben wir schon hinter uns quasi. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist einfach nur ein Scanner. Wir haben hier aber hier Exploits. Das sind die wir haben wollen. Wir haben hier einmal Eternal Blue. Wir haben Eternal Blue für Windows 8 Plus. Check No. Da ist kein Check dabei. Gab es damals schon Windows 8? Wann ist Windows 8 rausgekommen? Wir haben hier SMB Remote Windows Code Execution. Und wir haben hier SMB Double Pulsar Remote Code Execution. Nee, das brauchen wir nicht. Ich würde hier einfach mal auf die hier gehen.
Nee, ich glaube, das ist die beste hier. Doch, ja. Also ich meine, wir haben ja hier im wahrscheinlich. Probieren wir einfach erstmal die obere und wenn die nicht funktioniert, dann haben wir hoffentlich Windows 8 und dann nehmen wir die untere. Könnten wir jetzt auch testen, aber ich glaube, so sind wir faster dabei. No Payload configured. Defaulting to Windows x64 Metapreter Reverse TCP. Oh Gott, Windows. Ja, ist okay. Machen wir. Wir brauchen allerdings noch die Show Options. So, okay, wir brauchen die R-Hosts. R-Hosts auf, habe ich das hier noch drin? Ja, habe ich noch, sehr schön. Die R-Hosts sind gesetzt. Wir haben R-Port. Ich glaube, den Port müssten wir, tja, jetzt hätte ich mir meinen Portscan vielleicht doch speichern sollen. 445, doch, das können wir so lassen. Probieren wir den Port, der ist ja standardmäßig gesetzt. Dann SMB Domain, SMB Pass, SMB User. Die sind optional. Windows Domain to use for authentication. Password for specified username. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Active Directory, muss ich sagen. Allerdings nicht wirklich mit dem normalen Windows-System an sich, sage ich jetzt mal. Also nicht so viel zumindest. Ich glaube, das sollte aber soweit passen. So, jetzt natürlich noch unsere IP-Adresse. 10.10.14.60. Stimmt das? Stimmt 10.10. Nein, das stimmt nicht. Dann also L-Host. Ups. 10.10.14. Was hatte ich gesagt? 10.10.14.60. Und das sollte eigentlich soweit alles sein. Port ist uns ja eigentlich egal. Hier 4444, es sollte ja eigentlich funktionieren. Der sollte nicht belegt sein. Dann können wir eigentlich schon starten, wenn ich das richtig sehe. Probieren wir es einfach mal. Host is likely bla bla bla. Host is likely vulnerable to... hier. Windows 7 Professional, das steht sogar dabei. 7601 Service Pack 1x64, 64-Bit, bla bla bla. Ja, das funktioniert. Es ist ja sofort drin, ja. Sofort drin. So, ja, hier. Hammer Metapreter. Perfekt. Ja, jetzt Metapreter. Oh Gott, es gibt kein Windows Subsystem hier, ne? Ja, beziehungsweise halt das Linux Subsystem for Windows. PWT sollte... Windows System 32, ist das nicht direkt root? Gibt's hier Who am I? Okay, das muss ich googeln. Moment, kann ich hier LS ausführen? Ich benutze halt unter Windows nie die Konsole, ne? Es ist schlimm, es ist richtig schlimm. Aber irgendwer von euch meinte, ich soll leiden und soll mich hier eine... Oh, ich glaube, ich habe kein Netz hier, ne? Auf der VM. Google? Doch, Google zum Internet checken, beste. Okay, ja, ich weiß, dass ich da auch direkt reintippen kann, aber ich dachte, ich habe kein Internet. Okay, Windows check admin. How to know if I have admin rights. Ja, das ist genau das, was ich möchte. So, go to control. Was ist dein Ernst? Nein, verdammt. How to detect. Ja, danke Stack Overflow. Ihr seid die Besten. So, Addendum. Was? This trick only requires one command. Type net session into the command prompt. If you're not an admin, you get... Ernsthaft, ich kann nicht direkt checken, ob das... Boah, okay. Net session. Toll. Okay. Who am I gibt's nicht. Das ist halt das Problem. Oder? Who am I? Ja, unknown command. Tja, vielleicht probiere ich es einfach und versuche mir die Dateien einfach durch. Net.exe. Achso. Net.exe. Session.
Unknown Command. Net.exe. Na gut, ich probiere es einfach mal. Wie listet man hier? LS gibt's nicht, ne? Oh doch, LS gibt's. Moment, LS gibt's? Ich dachte, das geht nicht. Was ist das für ein seltsames System? Oh Gott. Muss ich mir jetzt die alle durchlesen? Nee, ich bin sowieso wahrscheinlich im falschen System. Tja, Directory. Also unter Linux wäre das jetzt nicht so schwer. Ich bin ja schon drin, ja. Unter Windows muss ich halt erstmal wissen, das wird halt nicht funktionieren, wenn ich hier keine Flag oder sowas finden kann. Wahrscheinlich bin ich sowieso... Ich glaube, dir ist noch so ein Befehl. Moment, was ist jetzt passiert? Okay. Derjenige von euch, der mir Windows vorgeschlagen hat, du wolltest mich definitiv versagen sehen, oder? Jetzt muss ich wegen euch dieses Windows-Zeugs lernen. Okay, Moment. Kann ich CD benutzen? Ich glaube, CD gibt es. Kann ich CD C:\/ benutzen? Nein, kann ich nicht. Kann ich? Nein. CD C:\/ Users? Nein. CD Users? Nein. Okay, cool. Okay, das werde ich googeln. So. Das ist schon... Ich dachte, CD funktioniert. Oh, Moment. Also CD funktioniert... Ah. Ha, jetzt bin ich in Windows. Okay, CD. Punkt. Jetzt müsste ich in C sein. Perfekt. So, und jetzt kann ich vielleicht in Users... Haha, okay. So, und jetzt kann ich ls verwenden. Wahrscheinlich Moment, Harris könnte die... Hieß nicht die Box Harris? Die Box hieß Harris. So, jetzt, wie kann ich die auflisten? Gibt es hier sowas wie ein Cut oder sowas? Nee, wahrscheinlich Cat gibt es nicht. Ah, nee, halt, Harris ist sowieso ein Verzeichnis CD Harris. Dann, ls. Uff. Nee. Ich weiß also nicht mal, ob ich Administrator bin oder was ich bin oder was auch immer. I guess Desktop oder so? User.txt, das hört sich stark nach einer Flag an. Okay, so, jetzt, wie kann ich die Flag angucken? User.txt. Hey, man kann es taggen. Man kann es ketten. Sehr gut. Das ist ja mal was. Das ist ja super. So, jetzt muss ich das nur kopieren. Und einmal kurz wechseln. Blue. Also ich muss sagen, mir sind die Linux-Maschinen bisher deutlich angenehmer, weil ich nicht weiß, wie ich Windows bediene. Vielleicht sollte ich mal einen PowerShell-Kurs machen, dann wäre das wahrscheinlich einfacher so. Das sollte jetzt die User-Flag sein. Das war eigentlich schon sehr einfach, wenn man es mal so bedenkt. Ich meine, im Endeffekt, das Schwierigste, was es war halt ein Windows-System. Aber, ja, mein Gott, sollte schon... Okay, so, jetzt müssen wir noch die Root-Flag rausbekommen. Und da oben war irgendwo ein Admin-Verzeichnis. So, das heißt, wir machen mal cd. Hier haben wir... das ist genau C::Users Harris. Okay, cd. Nee, Moment. Doch, pwd war das. So, dann haben wir hier Administrator. Da gehen wir jetzt mal rein. cd Administrator. Okay, gib mir eine Flag. Hoffentlich wahrscheinlich wieder auf dem Desktop. Ansonsten wird es schwierig. Das könnte echt tricky werden hier. Oh, Gott sei Dank, root.txt. Okay, Cut gibt es ja offensichtlich auch. Das ist wirklich für die Leute, die Windows... Ja, ich habe sogar Admin-Rechte. Come on. Ich weiß, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, ich sollte hier nicht direkt Admin-Rechte bekommen. Aber ich glaube, der Eternal Blue war das, der direkt die Admin-Rechte auch ergeizt hat. Ja. So, wir wechseln wieder. Und die Flag, das war eigentlich genauso einfach wie das davor. Die Flag hier rein.
So, und damit haben wir es. Super. Das war eine schöne Box, die, ja, im Endeffekt Eternal Blue hatte und im Endeffekt genau dasselbe war wie die wir letztes Mal gemacht hatten. Zumindest abgesehen davon, dass diese Box dieses Mal halt Windows war. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mich ein bisschen auch zu versagen zu sehen und zu sehen, wie ich dann vorgehen würde. Normalerweise würde ich wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen mehr googeln. Ich habe versucht, hier möglichst wenig zu googeln, aber ja, das mit net.exe hat ja offensichtlich nicht richtig funktioniert, weil ich kein net.exe habe. Ich weiß immer noch nicht, wie man Administratorrechte auf Windows checken kann, aber ihr dürft mir das gerne mal sagen, wenn ihr das wollt. Aber ansonsten werde ich einfach mal weitermachen und dementsprechend vielleicht was ergoogeln, wenn ich es nächstes Mal nicht schaffe. Aber gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.